Mit diesem Funkmikrofonset von Comica war ich damals oft auf Messen unterwegs und habe mit schmalem Equipment quasi meine Interviews geführt. Da ich das Set nicht mehr verwende, weil ich jetzt doch teureres und professionelleres Equipment verwende, kommt dieses Funkmikrofonset jetzt heute in die Flohmarktbox. So, und damit begrüße ich meine Zuschauer zur neuen Marx Flohmarktbox mit der Nummer 252. Gleich vorneweg eine kleine Info. Manche von euch werden sich schon gewundert haben, warum ist denn die Box so spät dran? Ja, mich hat es diese Woche erwischt, oder mehr zu sagen, wenn ihr das Video seht, letzte Woche, und zwar am Montag, wurde meine Seite leider gehackt und von einem Bot übernommen. Das war schon eine ganz schön schlimme Sache und ich habe mich daraufhin entschieden, die Box um eine Woche zu verschieben, denn die Flohmarktbox ist sehr stark mit meiner Webseite verbunden. Das würde natürlich bedeuten, wenn die Webseite nicht funktioniert oder von einer fremden Kraft übernommen ist, können wir das so nicht weitermachen. Deswegen erscheint die Box mit einer Woche Verspätung. Nichtsdestotrotz, die Webseite ist wieder unter meiner Kontrolle. Wie ihr so ein Problem verhindern könnt, habe ich hier nochmal ein kleines Video zugemacht, was ich da gemacht habe und was genau passiert ist. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier unter dem i. Aber alles ist wieder in Ordnung, also schauen wir heute mal in die aktuelle Box. So, und hier ist ja auch schon der Hauptgegenstand. Der Hauptgegenstand in der heutigen Box ist mein Comica VT Line 10. Das ist eine Funkstrecke, ein Funkmikrofon. Ich mache es einfach mal auf in einer Ladeschale. Der Vorteil, ihr habt quasi hier noch etwas Akkukapazität in dieser Ladeschale dabei. Und wenn ihr das Set gerade nicht verwendet, könnt ihr das hier hineinlegen und es lädt sich selbstständig auf. Das war natürlich für mich damals sehr hilfreich, wenn ich auf Messen unterwegs bin. Hier so ein kleines Kästchen hat man schnell mal in die Hosentasche gesteckt. Man braucht hier keine große Kamera, nichts mitnehmen und hat hier ein komplettes Interview-Set dabei. Man kann mit dieser Funkstrecke sehr viel machen. Wir haben hier zwei Sender, das sind quasi die Mikrofone, die können wir den Protagonisten oder den Interviewpartnern anstecken, und hier haben wir einen Empfänger. Alles wird hier an der Seite ein- und ausgeschaltet. Das gilt natürlich hier auch für die Sender. Diese haben neben dem Ein- und Ausschalter auch noch Mono- und Stereobetrieb. Das ist immer sehr hilfreich für mich gewesen. Im Monobetrieb war dann quasi jeder Sprecher auf einer eigenen Spur. Der absolute Vorteil dieses Sets allerdings war, ich habe keine Kamera auf der Messe gebraucht. Ich habe einfach hier mein Smartphone genommen, habe hier den Empfänger genommen, diesen einfach hier unten über den USB-C-Anschluss angesteckt und kann jetzt quasi hier sofort mit Aufzeichnungen anfangen. Man kann zum Beispiel direkt nur die Tonspur mit so einem kleinen Tonprogramm aufzeichnen oder die interne Kamera-App verwenden. Und so konnte ich quasi sofort vor Ort mit diesem Set loslegen. Da ich das Set ja sehr viel live im Einsatz hatte, muss ich aber noch einen Punkt dazu geben. Es war immer auf den Messen sehr schwierig, den Überblick über den Ton zu behalten. Das heißt, ich habe mir dann teilweise auch die Interviews auf meinem Smartphone angeschaut und so dann natürlich kontrolliert, was ich aufgenommen hatte. Und da haben wir bei der Messe ein ziemlich starkes Problem. Es ist um uns herum saumäßig laut und einfach nur, ja, eine wahnsinnig starke Geräuschkulisse. Deswegen werde ich hier nochmal das Set erweitern. Ich habe hier noch einen schönen Funkkopfhörer oder man sagen einen Bluetooth-Kopfhörer, der natürlich mit eurem Smartphone kompatibel gemacht werden kann. Das heißt, ihr könnt das direkt verbinden. Der Funkkopfhörer oder der Bluetooth-Kopfhörer hat auch einen integrierten Akku und ich gebe auch nochmal ein Ladekabel dazu. Was für mich aber jetzt wichtiger ist, wenn man auf der Messe unterwegs ist und es ist sehr laut, nehmt ihr jetzt einfach diesen Kopfhörer, setzt ihn einfach auf, klappt natürlich jetzt mit meinem Hut hervorragend, aber egal, und könnt dann dementsprechend die Audiospur, die ihr natürlich hier mit eurem brandneuen Comica Funkmikrofon aufgenommen habt, nochmal kontrollieren. Ich finde, das ist eine sinnvolle Ergänzung. Das Set alles in allem ist vollständig funktionsfähig. Das heißt, wir haben hier die Ladeschale. Dort könnt ihr es dann einfach reinstellen. Wichtig, kleiner Zusatztipp, weil ich es oft vergessen habe, schaltet die Geräte aus, wenn ihr sie in die Ladeschale stellt. Sonst ziehen die euch die Ladeschale leer. Und wenn ihr sie dann längere Zeit einlagert, ist das Tiefentladen. Jede Art von Elektronik kann auch mal abstürzen. Das ist mir ein einziges Mal passiert, hier mit diesem Empfänger. Hier oben seht ihr ein kleines Löchlein. Hier könnt ihr mit einer dünnen Nadel hineinstechen und könnt diesen somit auch komplett zurücksetzen, falls dieser sich mal aufgehangen hat. Aber wie gesagt, das hatte ich in meiner ganzen Laufbahn nur ein einziges Mal, wo ich das Set verwendet habe. Neben dem schönen Starter-Set, ich weiß, das ist kein Profi-Set, aber man kann doch schon viel damit machen, habe ich, wie einige von euch schon mitbekommen haben, in den letzten Boxen was Schönes eingeführt. Jeder, der von mir so eine Flohmarktbox bekommt,
bekommt von mir auch ein kleines Giveaway oder einige Beigaben hinzu. Diese variieren immer ein bisschen, das hat damit zu tun, was ich hier am Lagerbestand habe, aber in der Regel sieht es folgendermaßen aus. Jeder Gewinner wird ab jetzt von mir eine persönlich unterschriebene Fankarte von der Marx Flohmarkt Box bekommen. Das ist auch gleichzeitig ein Zertifikat, dass ihr den Artikel bei mir bekommen habt. Das heißt, ich werde darauf unterschreiben, die Boxnummer draufschreiben und ihr werdet diese Karte mitbekommen, damit ihr auch einen Beweis habt, dass ihr hier in meiner Flohmarkt Box was bekommen habt. Alternativ werde ich dann noch weitere Beigaben hinzugeben. Das kann dann alles Mögliche sein, Kulis oder hier. Im Moment habe ich noch diese selbstgestalteten Klemmbretter von meiner Marx Flohmarkt Box und dergleichen. Also schöne Sachen, Aufkleber, was ich halt habe. Und das wandert immer mit in die Box. So habt ihr auch noch einen kleinen Mehrwert an der Box und noch eine kleine Erinnerung an meinen Kanal und an meine Flohmarkt Box mit einer persönlichen Unterschrift von mir. Dann gibt es noch zwei Punkte zu klären. Zum einen hatte ich ja in meiner letzten Marx Flohmarkt Box auch einen Gewinn oder einen Gewinner ermittelt. Wie ihr wisst, läuft das bei mir jetzt hier ein bisschen anders. Den Gewinner erfahrt ihr eigentlich auf meiner Homepage. Das heißt, wenn ihr dort vorbeischaut, könnt ihr schauen, wer gewonnen hat. Und ich werde den Gewinner auch nochmal separat über seinen Kommentar anschreiben und ihn darüber instruieren, wie ihr mit mir Kontakt aufzunehmen habt. Wie könnt ihr jetzt hier teilnehmen? Ganz wichtig, die ganze Geschichte hat wieder einen Einsendeschluss. Diesen blende ich euch gerade hier oben ein. So seht ihr, wie lange Zeit habt, um hier mitzumachen. Und auch ganz wichtig, schaut bitte mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind alle Bedingungen nochmal genau erklärt und verlinkt. Ganz wichtig, um hier mitzumachen, müsst ihr mir natürlich einen Kommentar schreiben. Und ganz wichtig, bei diesem Kommentar brauche ich ein Codewort. Dieses Codewort findet ihr über meine Teilnahmebedingungen unten in der Videobeschreibung. Nehmt es dort raus und so sehe ich, dass ihr diese auch gelesen habt. Schreibt mir bitte einen Kommentar, beginnt mit dem Codewort und dann teilt mir mit, wofür ihr dieses schöne Creator Set von mir bekommen möchtet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Box angekommen. Ich wünsche allen Teilnehmern hier natürlich wieder viel Erfolg beim Teilnehmen der Marx Flohmarkt Box und wir sehen uns in der nächsten Box oder in einem meiner nächsten Videos. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.